Hallo meine Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich habe euch ja gesagt, dass ich jeden Kommentar lese, aber nicht jeden Kommentar beantworten kann. Viele Zuschauer haben sich gewünscht, dass ich ein Video mache zum Thema Grüne und Nazis. Dem komme ich natürlich gerne nach. Ihr wisst, ich bin ein totaler Grünen-Kritisierer. Ich habe auch einige Bücher darüber geschrieben, mein Hauptwerk, die Grünen. Da steht alles drin über ihre pädophilen Neigungen damals, über ihre pädophilen Auswüchse damals in der Partei. Da steht alles drin, wie sie für Kriege sind und so weiter, wie sie uns mit ihrer Moral gängeln wollen. Und das Nachfolgebuch über Annalena Baerbock, wo alles über sie drinsteht, was ihr sicherlich noch nicht wisst. Heute zum Thema die Grünen und die Nazis. Waren die Grünen rechter als heute die AfD? Besonders die Grünen stellen die AfD als Rechte dar. Doch waren sie bei der Gründung ihrer eigenen Partei noch viel rechter? Seit Jahren geistert das rechtspopulistische Gespenst der AfD durch die Medien. Politiker aller Couleur sind aufgeschreckt, ja sogar in Panik, weil es die rechte Partei in den Bundestag, in vielen Landtagen geschafft hat und nach den neuesten Umfragen auch die stärkste Partei ist. Besonders die Grünen regen sich darüber auf, doch sie vergessen, sie selbst hatten nach ihrer Parteigründung ein rechtes Problem und zwar kein kleines. Mit der dritten ordentlichen Bundesversammlung in Dortmund am 21. und 22. Juni 1980 wurde der Gründungsprozess der Grünen beendet. Zu einer massiven Kontroverse kam es bei der Frage, ob die Partei sich ausdrücklich als antifaschistische Partei definieren sollte. Die Linke unterstützte diesen Antrag. Die Partei Rechte wollte einer Abgrenzung zum Nationalsozialismus jedoch nicht zustimmen, ohne gleichzeitig den real existierenden Sozialismus der DDR zu verurteilen. Diese Kontroverse wurde schließlich durch den Antrag, dass alle totalitären Regime verurteilt werden, gelöst. Doch damit war der Konflikt zwischen den Parteilinken und den Rechten noch nicht beendet. Erst als der wertkonservative Teil der Grünen und andere als faschistisch oder rechtsradikal eingestuftes Personal ausgeschieden waren, machte sich in der Partei ein Linksruck bemerkbar. Die konservativ-autoritäre Vision einer ökologischen Erziehungsdespotie war damit gescheitert. Das rechte Spektrum der Partei hatte bis dahin unter anderem der CDU-Dissident Herbert Krull vertreten, der dann aus der Partei austrat und im Oktober 1981 seine eigene Partei, die Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP, gründete. Aber auch später hatten die Grünen noch ein rechtes Problem und das hieß, was viele nicht wissen, Werner Vogel. Er hatte die Grünen mitbegründet, die ihn für die ersten Wahlen in Land und Bund aufgestellt hatten. Im Jahr 1983 legte er sein Mandat als designierter Alterspräsident des Bundestages nieder. Es war zuvor bekannt geworden, dass er Mitglied der SA und später in der NSDAP gewesen war. Zudem hatte er auch eine Funktion im Reichsinnenministerium inne. Aber es kam noch schlimmer. Der Mitbegründer der Grünen unterstützte auch pädophilen Gruppen im Umfeld der Partei. Mitte der 1980er Jahre sickerten dann im Sauerland auch noch Nationalrevolutionäre in die Grüne Partei ein. Der Grüne Ludger Vollmer, der von 1998 bis 2002 Staatsminister im Auswärtigen Amt gewesen war, erinnert sich, ich zitiere: Wir Linken forderten sie sofort hinauszuwerfen. Also diese Nationalrevolutionäre.
Weiter geht es im Zitat: Die Landesführung jedoch wollte lieber den kritischen Dialog mit den Nazis. Antikommunistisch, ökologisch, erdverbunden, biodynamisch, wie diese sich gaben, seien Grüne doch auch. Wie wurden die Nazis trotzdem wieder los? Wie, beschreibt der Insider in seinem Buch allerdings nicht. Sie sehen daran, dass auch der rechte Einfluss auf die Partei nicht gerade gering war und auch Gründer der Grünen Nazis waren. Viele Grüne haben das vergessen oder viele grüne Wähler wollen davon nichts wissen. Die Grünen sollten also nicht mit Steinen werfen, wenn sie selbst im Glashaus sitzen. Das ist nämlich Heuchelei ohne Ende. Und die Medien, na klar, schweigen zu dieser Nazi-Vergangenheit der Grünen. Alle Quellen, weil ihr immer wieder sagt, ohne Quellen sind die Videos nutzlos, aber ich kenne keinen, der YouTube-Videos macht, der nach jedem Satz sagt, okay, jetzt kommt die Endnote 1, hier ist das Quelle, bla bla bla. Also alle Quellen sind hier in diesem Buch drin dokumentiert. Und da wir gerade dabei sind, ich habe vor kurzem ein Video über Björn Höcke gemacht mit dem Titel Ist Björn Höcke ein U-Boot des Verfassungsschutzes? Einige Kommentare haben dann dazu aufgefordert, meinen YouTube-Kanal, die Abos zu streichen. Das verstehe ich absolut nicht. Das verstehe ich nur so, dass genau diese Leute, die jetzt hetzen, das Video gar nicht angesehen haben. Also wieder ein Beweis, dass man über etwas urteilt, das man nicht kennt. Leute, das solltet ihr nicht machen. Schaut das Video bis zum Schluss an. Ich sage nämlich in diesem Video, dass es für mich keine Indizien gibt, dass Björn Höcke ein U-Boot ist. Aber wenn ihr nur nach dem Titel geht und das Video gar nicht anschaut, dann spricht das nicht gerade für euer Urteilsvermögen. Ich weiß, ich soll keine Zuschauerbeschimpfung machen, aber es ist keine Beschimpfung, es ist einfach nur, man sollte ein bisschen reflektieren. Man sollte einfach Dinge anschauen und lesen und dann darüber urteilen. Aber das kenne ich aus vielen meinen Büchern. Die Leute verurteilen mich, obwohl sie die Bücher gar nicht gelesen haben. Weil wenn ich dann frage, habt ihr das gelesen? Oh nein, 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 nein. Okay, also etwas schlecht machen, das man nicht kennt. Sehr intelligent. Ihr könnt meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Dort gibt es jede Woche einen Artikel, auch zu zeitgeschichtlichen Themen und auch zu aktuellen Themen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, ich lese jeden Kommentar, kann ihn aber nicht jeden einzelnen beantworten. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.